schnell ganz frech auf das Podium aufgekommen. Wir sind am Engineers Day und das ist an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Daniel, sag mal, was steckt hinter so einem Engineers Day? Ich habe nämlich gesehen, es ist ja nicht Engineer. Genau. Also hinter dem Engineers Day stehen alle Menschen, die mit dem Ingenieurberuf zu tun haben. Und es geht wirklich darum, dass die auch zeigen, was sie machen. Und darum haben wir das gegründet, weil eben die Ingenieure sind eher introvertiert, reden nicht gerne, wie gut das sind. Und darum haben wir die Plattform gebietet. Was ist denn jetzt heute das Thema von dieser Plattform? Ich denke, es ist ein Thema, das ganz unterschwellig uns auch für die ganze Zukunft enorm wird in Beschlag nehmen. Genau, wir haben ein Thema von den SDGs, von den 17 ausgewählt, das ist nämlich Essen. Und es betrifft jeden. Also Essen ist in jedermanns Munde. Also jeder hat mit Essen zu und wir sind froh, dass es so viele Ingenieure und Ingenieurinnen gibt, die sich darum kümmern, dass bei uns Essen perfekt auf dem Tisch ist. Jetzt, Christian, muss man sagen, wie verbreitet man denn das? Wie kommt man denn mit dem Thema Essen überhaupt in so die wirtschaftliche Eloquenz, sage ich jetzt? Ja gut, das ist wirklich schwierig, aber ich denke, das ist uns gelungen. Also auf der einen Seite natürlich über die Ingenieure selber, also die Ingenieurinnen und Ingenieure, die natürlich bei Firmen arbeiten, wie Coop, Migros, aber auch bei Produzenten. Und auf der anderen Seite ist für uns wichtig, dass wir natürlich den Nachwuchs auch ansprechen, weil in den letzten Jahren halt leider sich immer weniger Leute für ein Ingenieurstudium entscheiden. Und da ist ganz wichtig, dass wir für die Zukunft von der Schweiz und von uns Menschen generell, dass wir eigentlich die Leute haben, die mit der Technik umgehen können. Kannst du mir noch etwas über den Inhalt erzählen? Weil wie geht man mit dem um? Ja gut, der Inhalt, wir versuchen natürlich über Beispiele zu zeigen, eben, was es alles gibt, was man machen kann, dass es eben sehr interessant ist. Es ist ein sehr vielfältiger Job, sehr kreativer. Er ist eben auch sehr gut geeignet für weibliche Personen, also für Frauen. Und das müssen wir einfach im Vordergrund stellen. Und das machen wir über ganz viele Kanäle. Also das ist sogar bis TikTok und so weiter. Tipptopp, dann wollen wir mal schauen. Das Thema hat auch das Interesse vom Regierungsrat von Tommy Jourdan geweckt. Tommy Jourdan, wie tust du den Link machen zwischen deiner Direktion und nachhaltiger Lebensmittelproduktion in der Schweiz? Das Thema vom heutigen Tag? Ja, ich glaube, da haben wir ganz viele Verbindungen. Also einerseits ist ja in meiner Direktion auch der EBER1, Zentrum für Landwirtschaft und Ernährung. Zum anderen ist es natürlich ein Thema auch von der Standort- und Wirtschaftsförderung. Und letztlich hat ja das Ganze auch einen gesundheitspolitischen Aspekt. Insofern würde ich sagen, bin ich da mehrfach betroffen oder eben auch beglückt von diesen Themen. Du sprichst den gesundheitspolitischen Aspekt an. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen überlegt, ja, eigentlich ist es ja klar, du bist die ganze Zeit damit konfrontiert, dass man die Krankenkassenkosten, dass man generell Spitalkosten runterkriegt. Aber andersrum wäre ja im Umkehrgedanke das der richtige Moment. Sorgen wir uns um die Ernährung. Wenn die Sicherheit gewährleistet ist, auch hier in der Schweiz und aus der Schweiz raus, dann spielt das, glaube ich, zusammen, oder? Ganz sicher. Ich glaube, es ist immer besser, im Vorfeld etwas richtig zu machen, als im Nachgang etwas versuchen zu reparieren. Und ich glaube, das gilt für alles. Das fängt an bei einer gesunden Ernährung, geht natürlich noch weiter vorher los, indem dass man die Nahrungsmittel auch in einer guten Art und Weise herstellen kann, so dass wir auch möglichst wenig Schadstoff in unserem ökologischen Kreislauf haben, wo wir ja jetzt auch wieder zum Beispiel Thema PFAS wissen, dass wir da gröbere Probleme haben und die noch werden wachsen in Zukunft. Also insofern ja, alles, was wir machen können, während wir gesund sind und die Gesundheit auch fördern tut und unsere Lebensgrundlagen erhalten tut und die auch irgendwo mit einer Verantwortung bewirtschaften tut, das ist sicher mal ein gutes Handeln. Und ich glaube, der Netzwerkanlass vom heutigen Tag, wo es eben auch darum geht, dass die Ingenieure auch erkennen können, wo ihr Wissen in Zukunft gebraucht wird, zum Beispiel in der Landwirtschaft, zum Beispiel für die Ernährungssicherheit einen wesentlichen Beitrag zu leisten. So ein Netzwerkanlass ist eben genauso ein wichtiger Trittstein auf dem Weg. Magst du noch eine Lanze brechen für den Beruf der Ingenieur? Ich habe gehört, sie stehen so ein bisschen wie am Rand, sie können nie recht führen. Trotzdem ein unglaublich wichtiger und toller Job, der in so vielen Bereichen immer gefragt ist. Ich glaube, das ist der Beruf, der uns vermutlich am meisten zum Staunen bringt, ohne dass wir es
merken. Ich meine, das fängt an, wenn ich über eine Brücke fahre und denke, welcher Ingenieur hätte die Statik berechnet oder auch das Gebäude, wo wir hier innen sind, mit den fliegenden Treppen, dass das funktionieren tut. Aber das geht natürlich zum Beispiel eben auch in die Landwirtschaft hinein, wo wir ganz neue Düngemethoden können entwickeln, wenn wir die richtigen Gerätschaften haben, wo wir neue Technologien können entwickeln. Ich glaube, der Ingenieur ist wirklich der Beruf, wo das schafft, was wir nicht sehen, aber jeden Tag davon leben und wenn wir genau anschauen, eben auch wahnsinnig darüber staunen. Daniel, schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Die nächsten Themen für euch schon klar. Wo geht das weiter? Du hast es am Anfang gesagt, ein grosses Anliegen, die Ingenieure auch ins rechte Licht zu rücken. Ja. Am 4. März, wo dann wirklich der richtige Ingenieursday stattfindet, dort werden gegen 100 Firmen, Hochschulen und Verbände wirklich so Anlässe organisieren in der ganzen Schweiz. Sogar einen haben wir in Österreich. Sogar einer wird international ausgestrahlt. Am 4. März wird dann wirklich Action sein in der ganzen Schweiz und in allen Betrieben, die mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zu tun haben.